Ja, moin zusammen. Ihr kennt das bestimmt auch, oder? Alle reden von besinnlicher Weihnachtszeit, aber für uns mit Fibromyalgie bedeutet das nur zusätzlicher Stress, Schmerzen und noch mehr Erschöpfung. Also nichts mit Wohlbefinden zu Weihnachten. Diese Zeit, die kann ja schön sein, aber meist überfordert sie doch, oder? Wie empfindet ihr das? Ich zeige euch heute jedenfalls meine 4 besten Selbstfürsorgetipps, die mir helfen, den Weihnachtsstress zu lindern. Und wahrscheinlich kennt ihr einiges davon auch schon. Aber in der Hektik bleiben solche Dinge, die wirklich helfen können, ja auch oft auf der Strecke. Deshalb schaut es euch an, denn ich teile nicht nur meine besten Selbstfürsorgetipps, sondern auch einen ganz besonderen Rabatt, der euch in dieser stressigen Zeit guttun kann und vielleicht auch ein bisschen Wellness für Weihnachten möglich macht. Lasst uns einfach loslegen mit meinen besten Tipps für mehr Selbstfürsorge und Entspannung in der Weihnachtszeit. Der erste Tipp, der klingt so einfach, aber der kann auch einen echten Unterschied machen. Und zwar geht es da um kleine Wohlfühlmomente oder vielleicht besser Fokusmomente im Alltag. Und zwar ganz bewusst solche Momente schaffen. Solche Mini-Rituale, die haben bei mir oft einen sofortigen Effekt auf Körper und Geist und sind natürlich nicht nur für die Weihnachtszeit geeignet, das ist klar. Wenn es bei dir mit Fibromyalgie morgens hektisch zugeht, ist es trotzdem wichtig, kleine Momente für dich einzubauen. Auch wenn das vielleicht erst später am Tag gelingt. Das geht ja auch nicht immer so morgens, wenn alles irgendwie so um einen rum total hektisch ist. Vielleicht startest du nicht direkt mit Achtsamkeit in den Tag, aber irgendwann zwischendurch kannst du versuchen, kurz innezuhalten. Atme dann mal bewusst tief durch, richtig in den Bauch. Mach das mal. Für mich sind solche Minimomente wertvoll, auch wenn sie nur ein paar Sekunden dauern. Einfach kurz bewusst und tief durchatmen, das hilft mir oft schon. Und falls dein Tagesablauf das zulässt, dann hilft es dir vielleicht auch, für ein paar Minuten an die frische Luft zu gehen oder einfach ein Lied zu hören. Eins, das dir gefällt natürlich. Wichtig ist dabei nicht, alles perfekt zu machen, sondern sich überhaupt daran zu erinnern, dass auch kurze Pausen helfen können und das auch zu verinnerlichen. Vielleicht ist das bei dir ja auch was ganz anderes, was dich für einen kleinen Moment aus dem Stress herausholen kann oder alles so ein bisschen dämpft. Es lohnt sich, das herauszufinden und vielleicht kennst du ja eigentlich deine Methoden auch. Ich selbst habe ein kleines Abendritual, das mir sehr hilft. Das ist eine Atemmeditation, ja, je nachdem, wie viel Zeit ich mir dafür gönne, 10 bis 20 Minuten. Und ehrlich gesagt fällt es mir oft nicht leicht, wirklich komplett im Moment zu sein. Das schaffe ich meist gar nicht. Ehrlich, das schaffe ich nicht die ganze Zeit. Aber ich merke trotzdem, dass es mir unglaublich gut tut, mich darauf zu konzentrieren. Das hilft mir einfach, mit meinen Gedanken rauszukommen, den Stress ein bisschen loszulassen und meinem Körper, aber auch meinem Geist einfach eine kleine Auszeit zu geben. Und gerade bei Fibromyalgie, da spüre ich eben, wie solche Pausen, ob das nun morgens, abends oder zwischendurch ist, spielt ja gar keine Rolle, dass mir das meinem Körper einfach hilft, wieder ein bisschen Kraft zu schöpfen. Ja, und vielleicht auch den Stress ein bisschen abzufedern. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal versuchen, mit mehr Achtsamkeit euch zu helfen und kleine, regelmäßige Minipausen einzubauen, besonders mitten im Weihnachtstrubel natürlich. Ich weiß natürlich auch, das klingt wieder so einfach und das ist es aber gar nicht, weil man mit Fibromyalgie eben auch schnell an seine Grenzen kommt. Aber genau deshalb sind solche kleinen Rituale so wichtig und können auch einen Unterschied machen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und vielleicht hilft dieser kleine Reminder euch ja, solche Momente wieder mehr in euren Alltag einzubauen, einfach ein bisschen mehr darauf zu achten. Und ich bin dann natürlich auch neugierig, was das bei euch denn so ist, was das bei euch ist, was euch da hilft. Das kann ja was ganz anderes sein. Welche Rituale habt ihr da? Schreibt mir das mal in die Kommentare und da können wir uns bestimmt gegenseitig auch inspirieren. Ja, der nächste Tipp hat mir schon oft geholfen, denn für mich sind bei Fibromyalgie kleine Entspannungsübungen wirklich hilfreich, um gegen die innere Anspannung auch anzugehen. Und ich habe ja eben auch schon die Atemübungen angesprochen. Und falls das jetzt für dich gerade nichts ist, bleib trotzdem dran, denn ich habe gleich noch andere Ideen, die gut tun können. Aber hier geht es jetzt erstmal weiter mit der Atmung. Setzt oder legt euch einfach mal bequem hin, schließt die Augen und versucht ganz ruhig und tief in den Bauch zu atmen und zählt dabei vielleicht bis 4, wenn ihr das schafft, bis 4 beim Einatmen. Haltet dann den Atem kurz an und lasst dann den Atem langsam wieder ausströmen, langsam, während ihr bis 6 zählt. Versucht mal, ob ihr diese Zeiten einhalten könnt und sonst sucht eure eigenen Zeiten. Und dann fängt man wieder von vorne an.
Und diese Art der Atmung, die hilft mir, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, ja, und den Körper auch ein bisschen zu beruhigen, vor allem jetzt, wo ich das schon länger mache. Und wenn ihr diese Atemübung mal ausprobieren möchtet, dann reicht es meist schon, wenn ihr das ein paar Minuten macht, 3 oder 5 Minuten. Das ist oft genug, um spürbar zur Ruhe zu kommen, ohne den Körper zu überfordern. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, dass die Übung euch gut tut und ihr noch mehr Entspannung genießen möchtet, ja, dann könnt ihr das natürlich auch länger machen, das ist klar. Hört da einfach auf euren Körper und schaut, was für euch da am besten passt. Ja, und bleibt dabei auch geduldig, auch wenn das nicht gleich so gut klappt. Denn gerade diese ruhigen Atemzüge, die haben in der Regel eine sanfte und spürbare Wirkung. Ihr müsst dem Ganzen dann auch ein bisschen Zeit geben, da reinzukommen, euren eigenen Rhythmus zu finden, falls ihr das einfach noch nicht kennt. Ich habe da auch wirklich ein bisschen länger gebraucht, bis das bei mir funktioniert hat. Ja, und falls euch Atemübungen im Moment gar nicht helfen, habe ich noch eine andere Möglichkeit für euch, nämlich leichte Dehnübungen. Und eine besonders sanfte Übung, die sich auch bei starken Einschränkungen gut eignet, ist diese Kombination. Jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Zieht die Schultern langsam nach oben, rollt sie dann im Kreis nach hinten und lasst sie wieder runter. Und dabei geht auch die Brust so ein bisschen nach vorn. Und danach könnt ihr den Kopf leicht nach unten senken, nur so weit, wie es sich angenehm anfühlt, und kurz in dieser Position bleiben. Ja, spürt ihr das? Diese kleine Bewegung, die hilft, Verspannungen im Schulterbereich zu lösen, den Nacken zu entlasten. Und mir bringt das oft ein Gefühl von Lockerheit, wenn ich das eine Weile mache, wenn ich in der Position bleibe und das Ganze dann auch mehrfach wiederhole, so wie ich das halt eben gut umsetzen kann. Und ja, wenn ihr euch ein bisschen mehr zutraut, dann habe ich noch eine andere Übung. Das ist eine Sache, die ich auch öfter mal anwende. Das ist das Kreisen der Arme. Und dazu streckt ihr die Arme zur Seite, beschreibt große Kreise dabei. Und das Tempo und die Dauer, das könnt ihr an eure Bedürfnisse anpassen. Findet da einfach euer eigenes Maß. Es muss nicht so sein, wie ich das mache. Ich mache das ja auch schon ein bisschen länger. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du es sogar noch besser oder länger schaffst als ich. Also jeder muss da sein eigenes Maß finden. Und diese Bewegung entspannt bei mir vor allem den Bereich um die Schulterblätter, bringt mir ein Gefühl von Lockerheit und Wärme und es fördert die Durchblutung, wenn ich es lange genug mache. Vielleicht schafft ihr anfangs noch nicht so viel, aber mit der Zeit kann man sich da tatsächlich steigern. Und es ist auch egal, für was ihr euch da entscheidet. Das Wichtigste ist, achtsam zu bleiben und auf euren Körper zu hören. Jeder kleine Schritt zählt. Das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Das finde ich jedenfalls. Und solche kleinen Übungen, die helfen mir auch, mich ein bisschen rauszunehmen, einfach ja, abzuschalten, nur kurz. Das lässt sich gut im Alltag einbauen, ohne dass man dafür viel Zeit investieren muss. Also probiert es einfach mal aus, wenn ihr möchtet, und passt das so an, wie es euch gut tut. Jetzt kommt ein Tipp, der besonders in der kalten Jahreszeit gut tut, und das sind Wärmeanwendungen und kleine Selbstmassagen. Für viele mit Fibromyalgie ist Wärme ja eine bewährte Methode, um schnell etwas Linderung zu finden. Da erzähle ich euch ja auch nichts Neues, das wisst ihr ja. Aber ich weiß auch, wie schnell solche wohltuenden Anwendungen im Alltagstrubel und gerade zu Weihnachten einfach auch untergehen. Und manchmal braucht es eine kleine Erinnerung wie diese hier jetzt, um solche wohltuenden Dinge wieder ganz bewusst in den Alltag einzubauen. Das kann zum Beispiel ein warmes Heizkissen sein oder eine Wärmflasche, gezielt irgendwo auf eine Stelle gelegt. Das kann schon einiges bewirken, wie ihr ja bestimmt auch wisst. Und man muss das eben einfach aber auch machen, ne? Ja, und auch ein warmes Bad ist eine super Möglichkeit, den Körper zu beruhigen. Und falls ihr das machen möchtet, dann könnt ihr dabei transdermales Magnesium ins Badewasser geben. Habe ich heute morgens übrigens auch schon gemacht, denn es ist gerade Sonntag und da gönne ich mir gern mal ein entspannendes Magnesiumbad. Das hilft mir, etwas gelassener in die neue Woche zu starten oder wie jetzt eben auch Videos aufzunehmen. Ja, wer das noch nicht kennt, darauf gehe ich genauer in diesem Video hier ein. Das kann sehr dabei helfen, die Schmerzen und die Anspannung zu lindern, und vielleicht ist das nicht bei jedem so, aber ich erhalte häufig positive Rückmeldungen dazu. Ansonsten hilft mir auch immer sehr mein Massagegerät mit Infrarotwärme, wenn meine Muskeln mal ein bisschen mehr verspannt sind. Und das tut dann einfach so gut. Ich kann das immer nur wieder sagen. Und dazu habe ich hier mal einen Kommentar von Annette, die hat das ausprobiert und die hat mir geschrieben, ich habe mir auch dieses tolle Massagegerät gekauft und muss sagen, dass es mir bei der Anwendung sehr viel besser geht. Ja, solche Rückmeldungen zeigen, wie kleine Dinge den Alltag mit Fibromyalgie einfach ein Stück leichter machen können. Denn schließlich ist man ja froh über jede Entlastung, oder? Und darum interessiert mich natürlich auch, welche Wärme und vielleicht auch welche Massagemöglichkeiten ihr denn so nutzt.
Was bringt euch Linderung und Entspannung? Ist es ein Kirschkernkissen oder irgendwas anderes? Was macht ihr? Schreibt das mal in die Kommentare und unterstützt euch damit auch gegenseitig. Gebt euch da gegenseitig ein bisschen Input. Das ist ja nur förderlich für alle. Ja, und Entspannung kann ja nicht nur durch Wärme kommen. Ich habe dann nämlich noch eine Sache, die mir immer gut dabei hilft, schnell den Kopf frei zu bekommen, und das ist Musik. Für mich ist Musik eine ganz super Möglichkeit, Stress abzubauen und etwas gelassener zu werden. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Ein gutes Lied kann einen sofort in eine bessere Stimmung versetzen oder sogar ein bisschen Entspannung bringen. Das kommt natürlich auch aufs Lied an, das ist klar. Und das kann ja alles Mögliche sein. Jeder hat da ja auch unterschiedliche Interessen. Und auch bei mir gibt es verschiedene Dinge, wenn es um Musik für die Seele geht. Aber um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, mir hilft dabei das Lied von George Harrison, My Sweet Lord. Kennt ihr das? Da kann ich wirklich gut drin versinken. Das hat irgendwie auch was Meditatives, finde ich. Und ja, Musik schafft es bei mir einfach, dass ich den Stress um mich herum ja wirklich vergesse, ganz im Moment bin. Und das ist das, was mir dann eben einfach unheimlich gut tut, dieses Resetten für diesen kleinen Moment. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr auch so ein Lied, das euch beim Stressmanagement hilft? Das möchte ich natürlich wissen. Können wir dann noch eine Playlist in den Kommentaren erstellen? Also schreibt gerne mal, wenn ihr das preisgeben möchtet. Im Laufe der Zeit habe ich mir auch verschiedene Playlists angelegt für mein Wohlbefinden, je nach Stimmung. Und das ist gar nicht unbedingt Entspannungsmusik, sondern das sind einfach Lieder oder eine Liste mit Liedern, die mich berühren oder positive Erinnerungen wecken. Das sind einfach Lieder, die mir gut tun. Ich finde jedenfalls, Musik ist eine tolle Form der Selbstfürsorge, die sich ganz einfach umsetzen lässt. Man muss es halt auch hier einfach nur machen und sich die Zeit eben auch nehmen und diesen Moment gönnen. Ne? Das ist halt die Sache. Ja, jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf das Magnesium und auch auf das Massagegerät, für das ich schon so oft positives Feedback erhalten habe. Ich möchte euch nämlich noch ganz kurz erzählen, dass ich dafür einen kleinen Rabattcode von 10% habe. Und in diesem Video gehe ich genauer auf das Gerät ein, wer sich da informieren möchte. Und alle anderen Infos zum Code, zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung, auch zum 30-tägigen Widerrufsrecht, falls ihr das Gerät einfach mal ausprobieren möchtet. Vielleicht wäre das ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure Gesundheit natürlich. Ja, dann muss ich jetzt noch einmal aufs Magnesium zu sprechen kommen. Wenn euch das interessiert und ihr mehr darüber wissen möchtet, denn das kann auch wirklich hilfreich sein, dann schaut unbedingt in diese beiden Videos hier rein. Die kommen jetzt. Da gibt es viele hilfreiche Infos zum Magnesium und auch zur transdermalen Anwendung. Das kann also die Anwendung über die Haut. Das kann euch auch helfen, Muskelverspannung zu lösen und auch ein bisschen mehr Entspannung zu bringen. Und ich hoffe, dass euch diese kleinen Erinnerungen und Gedächtnisstützen helfen, die Weihnachtszeit mit ein bisschen weniger Stress und etwas mehr Wohlbefinden zu genießen. Bis bald!